Holzstäbe in Löcher hinein tun. So Übungen gehören zu der sogenannten Ergotherapie. Eine Ergotherapie müssen Patienten machen, die einen Hirnschlag oder einen Schlaganfall hatten und gewisse Körperteile nicht mehr gut bewegen können. In Zukunft sollen aber nicht nur Holzstäbe zu dieser Therapie gehören, sondern auch Computerspiele. Kampf gegen einen gefräßigen Hasen. Was daherkommt wie ein veraltetes Computerspiel, könnte in Wahrheit die Ergotherapie der Zukunft sein. Mit speziellen Datenhandschuhen soll Armin Freiermuth seine Spielkarotten in Sicherheit bringen. Er ist einer von 15 Schlaganfallpatienten, die im Rahmen einer Studie die neue Therapieform testen. Bei der üblichen Behandlung konnte er kaum noch Fortschritte erkennen. Die herkömmlichen Spiele in der Ergotherapie werden langweilig mit der Zeit. Man kennt jeden Handgriff. Man weiss, da ist dann nicht sicher, ist es ein Fortschritt oder kennt man Spiele. Das ist eigentlich, und das ist natürlich viel spannender so etwas. Man hat mehr Motivation, hat man eigentlich, weil man noch ein bisschen einen Leistungsdruck sich auferlegt. Zuständig für den heilsamen Leistungsdruck sind diese beiden Forscher der ETH und der Universität Zürich. Ihr neu entwickeltes Computerspiel soll allerdings mehr als nur den Spieltrieb ihrer Testpatienten anregen. Die Grundidee ist, dass wenn die Patienten einen virtuellen Arm auf dem Bildschirm sehen, die quasi normal funktioniert, dann werden sie angeregt, diese Bewegung mit ihrem funktionsbeeinträchtigten Arm zu imitieren. Das Prinzip ist einfach. Die Sensoren an den Händen übertragen die Bewegungen auf den Bildschirm. Dabei können die Entwickler mit ihrem Programm bestimmen, wie empfindlich das System reagiert. Auch wenig ausladende Aktionen werden dann verstärkt. Sie erzeugen auf dem Bildschirm den Eindruck einer viel größeren Bewegung des Arms. Der Rechner simuliert sozusagen den Erfolg. Und genau darauf setzen die Forscher. Das Gehirn aktiviert nämlich dieselben Bereiche, ganz egal, ob man eine Bewegung tatsächlich ausführt oder nur glaubt, dies zu tun. Was das bedeutet, ist, dass wenn ein Patient zum Beispiel die Bewegungen nicht mehr durchführen kann, er kann darüber denken oder solche Bewegungen beobachten und das aktiviert die neuronalen Netzwerke, die normalerweise für diese Bewegungen verantwortlich sind. Allein die Armbewegungen auf dem Bildschirm zu sehen, führt also dazu, im Kopf die zuständigen Nervenzellen zu aktivieren. Das soll helfen, verlorene Funktionen wieder erlernen. Bei Armin Freiermuth scheint es zu funktionieren. Ich habe plötzlich festgestellt, dass ich gewisse Bewegungen unbewusst mit dem linken Arm mache. Das ist zum Beispiel Türfallen aufmachen, wo ich vorher effektiv über das Kreuz gelenkt habe, oder einen Lichtschalter drücken. Das sind so die typischen Sachen, die sich also verlagert haben von der rechten Hand auf die linke. Für die Ergotherapeuten beeindruckend ist es vor allem, dass solche Verbesserungen auch lange Zeit nach dem Schlaganfall noch möglich sind. Nochmal drehen, bitte. Gerade bei den Patienten, die wir in die Studie eingeschlossen haben, sind es teilweise schon 3, 4 oder 5 Jahre nach dem Ereignis. Das heißt, die Patienten haben schon sehr viel Therapie gehabt und befinden sich auf einem sehr stabilen Level. Und für uns war es dann schon erfreulich zu sehen, dass sie innerhalb von dieser kurzen Zeit doch auch Veränderungen gemerkt haben, sowohl wir objektiv in unseren Tests als auch die Patienten selbst subjektiv. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Therapieform eine Ergänzung zur konventionellen Therapie stattfindet. Auch wenn es im Moment noch Zukunftsmusik und nur eine Studie ist. Schon bald könnte es in den Therapien vermehrt so klingen. Sehr gut. Wow, ein High Score.